Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded. In der letzten Folge haben wir die Katapultplattformen zum ersten Mal getroffen. Und nachdem wir hier aus Testkammer 17 gekommen sind, da ist ein Companion Cube. Lol. Nachdem wir da rausgekommen sind, ja, hat sich herausgestellt, dass hier der Weg nicht mehr wirklich existiert. Und wo soll der überhaupt hinführen? Hier ist nirgendwo irgendein Ort, wo der überhaupt hinführen kann. Das heißt, das ist so gedacht, dass man auf diese Plattform springt. Wow. This next chamber should really test your observation skills. Take a good look around first, and then decide what to do, and in which order. Okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? What the fuck? Okay, hier gibt es eine Menge Sachen. Also da bekomme ich einen Cube. Ich gehe mal in die Gegenwart. Da ist ein Laser. Da ist eine Plattform, okay. Ah ja, die kann ich benutzen, um mich zu schleudern. Ich verstehe. Okay, also hier haben wir einen Laser. Auf der anderen Seite haben wir da keinen Laser. Ich verstehe. Ich vermute mal, da drüben wird sich das ähnlich verhalten. Ah ja, hier ist der Ausgang. Okay. Da muss ein Laser hin, da muss ein Laser hin. Soweit, so gut. Okay, also hier habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, hier einen Cube hinzustellen und das darüber zu lenken, ne? Warum ist... Hä? Wie soll ich den Laser denn da... ich verstehe. Verdammt, jetzt muss ich nochmal da hoch, ne? Nee. So. Da soll der nämlich hin. Das macht Sinn. Und jetzt muss ich nochmal da hoch, um mir hier den Cube in der Zukunft zu holen. So, und der muss jetzt da oben hoch, aber in der normalen Zeit. So, damit sind beide Laser da. Jetzt kommt aber noch die Schwierigkeit, dass ich da... Ah ne, das sollte aber gehen. Ich glaube, ich konnte von oben das Portal placen, ne? Ich meine, ich konnte nämlich auch von hier, genau, von hier kann ich das auch platzieren. So. Und damit ist die Tür offen. You are the first test subject to ever make it to this point. In fact, you are the first test subject to ever survive a trip to the future. At all. Ja, vielen Dank. Sehr beruhigend. These light bridges are great for traversing over deadly ground. As with the lasers, you will often only have one of these at your disposal, so use them wisely. Okay, wir bekommen also jetzt die Lichtbrücken. Und hier ist vermutlich keine, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Okay. Da muss ein Cube hin, da muss ein anderer Cube hin. Da ist vermutlich der Ausgang. Ich kann die Brücke theoretisch hier rüberbringen. Bringt mir aber so erstmal nichts, weil da habe ich keine Möglichkeit, die irgendwie umzulenken. Okay. Jetzt nur keine Portale placen, weil dann bin ich tot.
Okay, da kann ich also... Warte mal, Moment. Wenn ich hier... Wenn ich darüber gehe, da kann ich stehen. So. Ich weiß, was ich machen kann. So kann ich zurück. Und dann bin ich wieder hier. Sehr nice. Und so kann ich mir den Cube holen. Blau placen. Okay, damit haben wir einen Cube. Und da brauchen wir einen Cube. Aber wir brauchen da noch einen zweiten. Das heißt, wir müssen jetzt den anderen aus der anderen Zeit holen. Was gar nicht so einfach wird, weil dann müssen wir hier hoch, um den zu holen. Okay, die Frage ist, wie bekommen wir den Cube dahin? So, gut. Jetzt habe ich beide Cubes. Jetzt muss ich den dahin irgendwie bekommen, was auch ehrlich gesagt leichter gesagt ist als getan. Wie komme ich den denn da hoch? Und wie komme ich darüber? Da ist ja keine Möglichkeit. Ah, da. Okay. Da kann ich Portale platzieren. Das geht. So, jetzt kann ich da hoch. Und jetzt kann ich auch den Cube da platzieren. Das Problem ist... So, ach so, das deaktiviert das. Ah. Ah, okay. Damit hat sich das Problem gelöst. Ja, und dann kann ich ja... Ah, nee, aber den muss ich da lassen. Den muss ich da lassen. Nee, das sollte aber relativ problemlos sein. Ich hole den von da, pack den da hin, dann gehe ich in die Zukunft und hole den und pack den dahin. So. Dann hole ich mir den. So. Good thinking. With all this talk about time travel, do you ever question the meaning of it all? Do your actions have any consequences? Or are we all just following the deterministic path of the universe? Here's a fun experiment. Listen carefully. The next thing you will do is jump in 3, 2, 1. It appears that nothing is predetermined or in any way predictable. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Naja. War das wieder ein Companion Cube? Okay, da ist ein Button, da ist ein Bridge. Was macht das? Das fährt das runter. Und ich vermute mal, wenn ich den unterbreche irgendwie, dann fährt das runter. Wäre logisch. Okay. Wie sieht die andere Zeitlinie aus? Da ist kein Laser. Und hier, ja, der Rest funktioniert genauso. Okay, aber da ist ein Ding davor. Hier, ah ne, das hier auch, okay. Zuerst einmal, die kann ich benutzen, um darüber zu gehen und den Knopf zu drücken. So, was passiert dann? Da kommt ein Würfel runter und der wird vaporisiert. Ja, wow. Das bringt mir also erstmal nichts. Weil den kann ich ja nicht wirklich auffangen. Das geht nicht. Außer ich bin schnell genug, gehe da durch, schieße dann Portalen, gehe wieder durch.
der fliegt unter mir durch, ne? Erstmal angucken, wo fliegt der genau lang? Ne, der fliegt viel zu tief, den kann ich da nicht fangen. Den müsste ich dahin schießen. Ja, das geht. Okay. Wir haben den Cube. Wenn ich den hier hinstelle, dann aktiviert er das. Nee, der müsste theoretisch nach oben. Der müsste theoretisch nach da. Weil da kann ich ihn da hinstellen, dann fährt er das runter. Und dann kann ich das wegmachen, dann fährt er das hoch. Nee, dann brauche ich ja noch einen zweiten, um das zu blockieren. Den Laser kann ich nicht irgendwie in die Vergangenheit bringen. Das ist nicht möglich. Weil da ist keine Portalfläche zwischen. Ich kann den nur blockieren. Das heißt, hier komme ich nicht nach oben. Das heißt, ich muss das auf jeden Fall hier irgendwie machen. Okay. So kann ich natürlich hier drauf. Wenn ich das jetzt theoretisch wegmache, fällt er runter, die Plattform fährt hoch. Aber wie kriege ich jetzt die hier nach oben? Kann ich den einfach damit anheben? Nee. Wie sorge ich jetzt dafür, dass der da von dem Button runtergeht? Wenn ich den originalen Cube da oben hinpacke. So. Und dann hole ich mir den aus der Vergangenheit. So. Frage ist, bleibt mir da jetzt genug Zeit? Wenn ich da jetzt die... Nee. Oh, doch. Ach so, aber dann fällt der ja da drauf. Ach ja, das habe ich nicht bedacht. Stimmt, dann fällt der... Nee, da muss ich den dazwischen... Aber das Ding ist, das ist halt gleichzeitig hochgegangen, weil der sofort verschwindet. So, ich kann natürlich da dann ein Portal einfach drunter setzen, dass der im Prinzip auf die Brücke da drunter fällt. Dann wird er blockiert und fällt nicht nochmal auf den Knopf. Das Problem ist, dass ich dann trotzdem nicht drauf komme. Weil ich kann das jetzt natürlich da drunter setzen. Aber das Problem ist, die geht dann ja mit dem hoch. So, und klar, ich kann die jetzt wieder da drauf fallen lassen. Aber dann kommt sie ja wieder runter und dann komme ich nicht mehr nach oben. Da ist wieder ein Companion Cube. Hä, Moment. Ich kann doch einfach... Komme ich da dran von da oben? Meine Idee ist jetzt halt, ich platziere den da oben. Wenn ich den da oben platziere, dann ist ja der Laser unterbrochen. Dann kann ich hier drauf. Dann kann ich den theoretisch einmal runterfallen lassen. So. Kann ich den sogar ganz runterfallen lassen einfach. Dann fällt er da drauf und macht das für mich runter. Aber dann müsste ich halt den irgendwie nehmen und bewegen. Das geht. Wenn ich den dahin stelle und dann die Brücke da platziere, wird der ja hochgedrückt. Das geht, okay. Ha. You are a very smart test subject. If the universe really was deterministic, we would have already known the outcome of this test, which might make this compliment seem unnecessary. If you feel that you have been receiving too many compliments, feel free to ignore the previous statements. Okay. Good news. We found a way to make these turrets more durable. They should now also work in the future. Most of them, anyway. Should you find a defective turret in the future, feel free to mark this as a flaw in your test report. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das gute Neuigkeiten sind. Aber ich komme darüber. Ja gut, das sieht jetzt auch nicht wirklich besser aus, ne? Okay, da kriege ich einen Cube. Was? Ach, der wird darüber gebounced. Der wird da vaporisiert, okay. Den muss ich also irgendwie aufhalten.
Und die wollen, dass ich da irgendwie Wände mache. Das Ding ist, wie soll ich das denn machen? Oder kann ich das auch so passieren? Aha. Ah. So geht's, alles klar. Gut, das heißt, da kann ich die jetzt blockieren. Das Problem ist, die auf der anderen Seite sind natürlich immer noch da. Wie kriege ich die jetzt weg? Ich habe ja nur eine Brücke. Aber ich kann... Nee, das macht keinen Sinn. Was aber Sinn macht, ist das... So, nein, bisschen... So. Und dann so. Und so kann ich hier ungestört durchlaufen. Das Problem ist, den Cube kriege ich halt trotzdem nicht. Also wie komme ich an den Cube dran, ist dann die nächste Frage. Kann ich den irgendwie blocken? Aber wie? Da oben ist halt eine Wand, ne? Aber das bringt mir ja erstmal nichts. Das funktioniert aber nicht. Der Würfel geht trotzdem da rein. Das wäre jetzt so die einzige Idee eigentlich gewesen, die ich hatte. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da sonst machen kann. Hä? So, das ist doch die einzige Fläche, die ich da habe, die mir irgendwas nützt. Ich habe ja keine Möglichkeit sonst irgendwie hier... So, da kann ich nichts mitmachen hier, damit. Aber das ist ja wirklich die einzige Fläche, die irgendwie so... Die anderen, mit denen komme ich ja alle nicht höher als bis da. Mit all diesen Portalflächen habe ich keine Möglichkeit, dass diese Brücke irgendwie höher geht als bis zu dieser Höhe. Was mir absolut nichts bringt. Und damit ist es zu hoch. Also was soll ich denn dann bitte machen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, da werden wir dann wohl in der nächsten Folge weiter rätseln. Also wenn ihr es sehen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.